Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial-Video von FaceScreenSyn. Heute möchte ich allgemein einmal die Bedienung der Kamera zeigen und wie man mit dem Cursor interagieren kann. Der Cursor ist dazu da, um beim Einfügen von Objekten klar zu definieren, an welcher Stelle im Raum dieses Objekt eingefügt werden soll. Und das erste, wie man diesen Cursor bewegen kann, ist zum Beispiel, indem man mit der linken Maustaste eine bestimmte Achse anklickt, dann die Maustaste gedrückt hält und die Maus verschiebt. Also ich klicke jetzt eben diese X-Achse an, verschiebe dann mit der Maus und kann somit in positiver und negativer Richtung auf der X-Achse diesen Cursor verschieben. Das gleiche funktioniert für die Y-Achse und für die Z-Achse absolut synchron. Als nächstes kann ich aber auch den Punkt des Cursors klar definieren. Dafür öffne ich die Eigenschaftsfenster. Das Eigenschaftsfenster lässt sich immer durch Drücken des Tabulators auf der Tastatur öffnen oder durch Klicken auf die Properties im Home-Menü. Damit lassen sich diese Eigenschaften des jeweils selektierten Elements, und wenn kein Element selektiert wird, eben diesen Cursor anschauen und verändern. Und dort kann man jederzeit dann eben eine klare Position vorgeben, wo man diesen Cursor eben hinsetzen möchte. Die Änderung einer Position, wenn es immer 3 Felder gibt, ist so, dass entweder durch Tippen des Wertes und durch Drücken auf Enter dieser direkt übernommen wird, oder man muss das Feld, eben alle 3 Felder dann verlassen, dass diese Änderung an den Core übermittelt wird und so mit diese Positionsänderung auch wirklich stattfindet. Durch Drücken der rechten Maustaste und Halten der rechten Maustaste und Bewegen mit der Maus drehen wir uns immer um ein selektiertes Element, wenn kein Element selektiert ist, eben um den Cursor. Und durch Drücken der linken Maustaste und Halten und dabei Verschieben der Maus kann man eben diese ganze Ansicht drehen. Näher ran oder weiter weg an einem Objekt kommen wir durch Drehen am Mausrad, also wir kommen nach vorne, wenn man das Mausrad nach vorne dreht, oder zurück, wenn man das Mausrad zurückdreht. Dabei ist es recht große Stufen, die dabei durchgeführt werden. Feinere Stufen und eine etwas akkuratere Bewegung nach vorne und nach hinten bekommt man, indem man die Maustaste drückt, wenn die Maus über so eine Funktionalität verfügt, und durch Ziehen und Halten dieses Mausrads und dann des Bewegens der Maus nach vorne oder nach hinten. Zusätzlich lassen sich unter 3D- und Kameraeinstellungen weitere Funktionen mit der Kamera durchführen. Also es ist zum Beispiel möglich, dass man sagt, okay, ich möchte gerne den First-Person-Mode wechseln. Dann ist es so, dass man sich eben frei im Raum mit dem Klicken der rechten Maustaste wie eine Person sich den Kopf dreht, kann man eben sich dann auch im Raum umschauen. Und mit Linksklick bleibt gleich, dass man eben diese ganze Ansicht verschiebt. Jederzeit ist es auch möglich, dass man eben mit Focus Selection genau auf das Element, das man ausgewählt hat, sich hinfokussiert. Das ist sehr praktisch, wenn man eben wissen möchte, wo ein Objekt im Raum ist, weil in dem Augenblick, wo man auf Focus Selection klickt, die Kamera automatisch an diesem Punkt im Raum hinfährt. Und standardmäßig ist eben Follow Cursor aktiviert. Wenn man First Person wieder ausschaltet, dann dreht man sich eben wieder um diesen Cursor. Zusätzlich ist es immer möglich, zwischen perspektivischer und orthografischer Ansicht eben zu wechseln. Also man sieht es sehr stark durch diese perspektivischen Verzerrungen, die man im 3D eben hat. Wechselt man auf orthografische Ansicht, bekommt man eben eine orthogonale Ansicht. Dieses kann praktisch sein, wenn man eben klar auf einen Blick sehen möchte, ob Abstände zum Beispiel zwischen Förderelementen oder anderen Objekten bei allen gleich ist, weil bei einer perspektivischen Ansicht ist durch die Verkürzungen auf den Seiten dann für den 3D-Effekt oder für diese perspektivische Ansicht eben eine Umrechnung da, und mit der orthografischen Ansicht bekomme ich da eine klare Darstellung von oben, wie sie eben sich linear zeigen würde. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, uns Kamerapositionen zu speichern, also Ansichten, wo wir Objekte eben oder Punkte in der Anlage, die uns wichtig sind, dass man da direkt hinspringen kann. Und das funktioniert folgendermaßen. Also man wählt sich zum Beispiel eine Ansicht und kann dann eben diese Ansicht auf Platz 1 speichern und dann eine zweite Ansicht zum Beispiel auf Platz 2 speichern, und durch Klicken auf 1 und 2 springt man eben in diesen Ansichten hin und her. Und sollte man sich irgendwann einmal ein bisschen im Raum verlaufen haben, kommt man mit der Go Home-Taste
oder den Go-Home-Button genauer gesagt, jederzeit wieder zurück auf unseren Punkt, den wir als Nullpunkt in der Anlage definieren. Wir haben in unserem System immer einen bestimmten Nullpunkt in der Welt und dieser ist halt, wenn man das anschaut, auf unserem Cursor momentan die 000-Position, also genau der Ursprung eigentlich unseres Systems. Das war's für dieses kurze Tutorial schon wieder. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant und Sie konnten einiges mitnehmen.